open with a word of prayer. Lass uns mit einem Gebet beginnen. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns heute Morgen wieder alle zusammengerufen hast. Dear Heavenly Father, I want to thank you that you have called us all together this morning. Ich danke dir, dass wir jetzt teilhaben dürfen an dem Licht, das du verteilst. And I want to thank you that we can be part of the outpouring of your light which you are giving us. Vater, bitte segne Bruder Mark, dass du ihn als Werkzeug benutzen kannst, und um uns dein Wort weitergeben zu können. And please bless Brother Mark that you can use him as a tool to give your light to us. Und bitte segne auch die Übersetzung und die Technik, Herr. And please bless also the translation and the technique. Und ich bitte dich, dass du uns offene Ohren schenkst, Herr, und offene Herzen. And please give us also open ears and open hearts. Und das bitte ich auch für alle, die bei den Livestream zuschauen und auch die, die sich später das Video ansehen. And I want to also ask this for those who are watching the live stream and also later the recording. Und bitte lasst Überführung über uns kommen, Herr, dass wir begreifen, wie wichtig diese Zeit ist, in der wir leben, und dass wir unsere Aufgaben übernehmen, verantwortungsvoll. And please help us that we would, please bring conviction upon us that we would see in which important times we are living and that we would do our duties with, and see our responsibility. Und ich danke dir in Jesu Namen. Amen. And I thank you in Jesus' name. Amen. Okay, now I've posted some notes in the live stream, but I never had time to put them in. Jonah, can you just, as we go, just put them in one at a time, these ones? Also ich habe Notizen im Livestream gepostet, aber die deutschen Zitate, die kommen dann nach und nach. Okay, so yesterday, right, we were looking at this principle about the 10, right, representing the seventh plague and the seven plagues, right? Also gestern haben wir uns das Prinzip angeschaut, dass die 10 die 7 Plagen, aber auch die 7. Plage darstellt. And I based it all upon the principle of the Alpha and Omega, right? Und ich habe das alles basierend auf diesem Prinzip des Alpha und Omega angewandt. Who's the first and the last, Und das der erste und der letzte. which is the former and the latter, Was auch das frühere und das spätere which ist. is the light and the exceeding bright light. Was auch das Licht und das äußerst helle Licht. So, first question is, where do you receive the exceeding bright light? Und die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, wo erhält man das äußerst helle Licht? At the beginning of the 10 or the end of the 10? Am Anfang der 10 oder am Ende der 10? The end of the 10, right? Am Ende der 10. Crystal clear, it's just a pattern that you have to follow, right? Das ist kristallklar, das ist einfach ein Muster, dem man folgen muss. Okay, and we will go through and we will clarify this in a moment, right? Und wir werden da hindurchgehen und das dann noch klären. So, here is a generic pattern, right? Und das hier ist ein allgemeines Muster. Okay, so now if we take this, right, let's take this, right, and bring it down to this one here, right? Also wenn wir jetzt dieses Muster hier nehmen und hier hinlegen, So here we have the 10, right, also hier haben wir die 10 which is this 10 here. und das ist diese 10 hier. And at the end of this 10, there's this number 7 mark, where this little pattern repeats, right? Und am Ende dieser 10 ist auch nochmal diese 7 markiert und dort wiederholt sich dieses Muster. Now, I personally believe, and I think I can prove it, that you can't go any lower than this, right? Und ich persönlich glaube, und ich versuche das dann auch zu beweisen, dass man nicht tiefer als das
hineingehen Okay, kann. this is the final pattern, right? Das ist das letzte finale And Muster. I think if we were to count back, and I will maybe clarify that tomorrow, there's 7 of them, right? Und wenn man jetzt das alles zählt, dann gibt es, ich werde das auch morgen dann noch klären, dann gibt es 7 Stück davon. Okay, so 7 is the perfect number, right? Und 7 ist die perfekte Zahl. Okay, but what I want to do is I want to start here. I want to go right now to the biggest one, right? Und ich möchte jetzt anfangen und mit dem größten Muster anfangen. Okay. Now, okay, forget that at the moment. Okay, that is the biggest one. Let's go to the Sunday law. This one here, right? Also gehen wir jetzt doch zu diesem Sonntagsgesetz, also diese Linie hier. First World War, Second World War, right? Also der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg, 4 and 6. 4 und 6. It's the number of the temple, right? Das ist die Zahl des Tempels. In the temple, the Lord wants to write His 10 commandments, right? Und der Tempel stellt eben dar, dass er seine 10 Gebote schreiben möchte. On our hearts. Auf unsere Herzen. But in order to write His 10 commandments on there, the temple has to be clean, right? Aber damit er seine Gebote auf unser Herz schreiben kann, muss der Tempel rein sein. Okay, so at this level, right? So if we were to take, okay, let me ask a question. Is it the close of probation here at the beginning of this 10? Und ist das hier das Ende der Gnadenzeit am Anfang dieser 10? Come on, I don't believe we're even sitting thinking that. No, it's not, right? Nein, das ist nicht. But what's set up here? Aber was ist hier aufgerichtet? The abomination of desolation, right? Gräuel der Verwüstung. Which marks the 7th plague, right? Or typifies the 7th plague. Und das schattet die 7. Plage voraus. So right here is a type of the close of probation, but it's not the close of probation, right? Also genau hier ist ein Typus für das Ende der Gnadenzeit, aber es ist nicht das Ende der Gnadenzeit. It's a type in many ways, right? Es ist ein Typus auf in vielen Arten. One, the abomination of desolation set up. It's this final work of Satan, right? Also einmal ist es hier der Gräuel der Verwüstung, der aufgerichtet ist. Das ist dieses finale Werk von Satan. And it's also typifying what's going to take place in the 7 last plagues, right? Und das schattet dann auch voraus, was dann in den 7 letzten Plagen sich abspielen wird. Because at the beginning of the 7 last plagues, there is the close of probation, Weil am Anfang der 7 letzten Plagen ist das Ende der Gnadenzeit. right? But also at the beginning of the 7th plague, right? So if you come to, we go to the end here, right? Would also be the close of probation, right? Aber auch hier am Anfang der 7. Plage, das ja dann hier ist ja auch das Ende der Gnadenzeit. Okay, but this is also typifying the 7th plague. Typifying it. It's not the 7th plague, right? Aber das Ganze hier schattet ja auch die 7. Plage voraus. They're all types. They all have attributes that are pointing forward to something, right? Also das sind alles Typen, die haben alle Merkmale und weisen auf etwas in der Zukunft voraus. So you can't mix the types with the antitype, right? Or you can't. There's many types here that are together, but you can't confuse them one with the other, right? Also es gibt dann viele Typen, die sich hier erfüllen, aber man kann sie nicht miteinander vermischen. Okay, so how is this a type of the close of probation? Und wie ist das, inwiefern ist das hier ein Typus für das Ende der Gnadenzeit? Okay, well, Christ is the Alpha and Omega, the beginning and the end, right? Also Christus ist das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. So what does he do here at the beginning that he does at the end? Also was tut er hier am Anfang, was er auch am Ende tut? No. This is the Sunday law crisis. What does he do at the beginning that he does at the end? Also das ist die Sonntagsgesetzkrise und was tut er dort am Anfang, was auch am Ende tut? The temple cleansing, right? Also die Tempelreinigung. So from temple cleansing to temple cleansing is a work to cleanse this heart, right? Also von
Tempelreinigung bis Tempelreinigung, das ist ein Werk, um dieses Herz zu reinigen. And it's teaching us something, this is teaching us something that's going to take place here, right? Und das ist etwas, was uns lehrt, was dann hier stattfinden wird. Okay, now, when I say here, I'm talking about here, right? Und wenn ich sage hier, dann meine ich genau hier. So, in the... Doesn't matter, we'll come to that in a minute, because I also have to make sure I'm doing this at the right level, otherwise we get confused. But, okay, let's deal with the beginning, right? The beginning of the number 10. Go to this... Did you put that? David just translated the document. Okay, just go to the first quote. Also fangen wir jetzt an mit dem Anfang dieser Nummer 10 und gehen And wir the- jetzt zum ersten Zitat. The first quote is the first temple cleansing. Und das erste Zitat ist die erste Tempelreinigung. Da geht es über... No, I'm asking you, is everything okay? No, What are you trying to... It doesn't matter. Right. Let's go to the first quote. Desire of Ages 157. Also gehen wir jetzt zum ersten Zitat von DA. Okay. It says, now this is Christ when he walks up the steps of the temple at the beginning of his ministry. Right? Also das ist Christus, wie er jetzt die Stufen des Tempels aufsteigt, und das ist am Anfang seines Dienstes. With searching glance, Christ takes in the scene before him. He stands upon the steps of the temple court. With prophetic eye, he looks into futurity and sees not only years but centuries and ages. So this what he's doing, it's symbolizing something that's happening way down at the end of time, right? Also das, was er hier tut, das schattet etwas voraus, was er dann ganz am Ende der Zeit tun wird. It's a type, Das ist right? ein Typus. He sees how priests and rulers will turn the needy from their right and forbid that the gospel shall be preached to the poor. He sees how the love of God will be concealed from sinners and men will make merchandise of his grace. As he beholds the scene, indignation, authority and power are expressed in his countenance. The attention of the people is attracted to him. The eyes of those engaged in their unholy traffic are riveted upon his face. They cannot withdraw their gaze. They feel that this man reads their inmost thoughts and discovers their hidden motives. Some attempt to conceal their faces as if their evil deeds were written upon their countenances to be scanned by those searching eyes. The confusion is hushed. The sound of traffic and bargaining has ceased. The silence becomes painful. A sense of awe overpowers the assembly. It is as if they were arraigned before the tribunal of God to answer for their deeds. What is it a type of? Also für was ist das ein Typus? Right, it's the point where you stand before the kings, or where you're standing before God, and it's all you're going to do now is have your sins read out to you, or he's going to say, well done, thou good and faithful servant, right? Also das ist ein Typus für die finale Untersuchung, wenn man vor dem König steht. Das ist ja wie wenn man vor Gott steht und alles, was noch passieren wird, ist, dass du deine Sünden entweder dir vorgelesen werden oder dir wird gesagt, gut gemacht, ja, guter und treuer Knecht. Okay, so when we take this, right, this number 10, you have at the beginning the final review, right? Also wenn man jetzt diese Nummer 10 In nimmt, type. dann hat man hier am Anfang die finale Untersuchung, also im Typus. So we take this now and we're going to put it here, right? Und wenn wir jetzt das Ganze nehmen und hier rüberlegen, So right here, it is done, right? also genau hier am Anfang, es ist geschehen. But you have a pattern now, right? Because when he says it is done, what begins to pour out? Und jetzt hat man ein Muster, und wenn er sagt, es ist geschehen, was
passiert dann, was wird dann ausgegossen? The 7 last plagues, right? Die 7 letzten Plagen. And it leads down to the 7th plague, right? Und das führt dann hinunter zur 7. Plage, Where he says what? wo er was sagt. It is done, right? Es ist geschehen. So when you take this now, right, and you put it here and it's still a type, right? Und wenn man jetzt das Ganze nimmt und hier hinsetzt, dann ist es immer noch ein Typus. Okay? You have the same illustration, right? Da hat man dann dieselbe Darstellung. So there's an it is done here, right, where the 7 last plagues begin to pour out, and it takes you to the beginning of this little point where he says it is done, right? Also, And he's going to smash everything, right, after that point, right? also hier am Anfang sagt er dann, es ist geschehen und dann werden die 7 letzten Plagen ausgegossen und dann am Anfang dieser 7 dann wird wieder gesagt, es ist geschehen und er zertrümmert dann alles. So when you're looking at it from this level, you have to discount all that because it's just another type that's laid on top of it and you can't confuse that with this, right? Also wenn man das dann auf dieser Ebene anschaut, dann kann man das nicht miteinander vermischen, dann muss man das einfach außer Acht lassen, weil man es eben nicht miteinander vermischen kann. Does everybody know what I mean by Dass es that? einfach nur ein Typus ist. No, this is just what I'm saying is you have 2 patterns showing the same thing, but this is not illustrating the same as this. Okay, also man hat 2 Muster, die alles etwas darstellen, aber das hier schafft. Die jeweils die 7 letzten Plagen darstellen. Okay, also du hast ja einmal 1 bis 7 da und auch in der 10 hast du 1 bis 7. Das ist dasselbe Muster, du hast jeweils 7. Richtig? Aber die ersten 7 Plagen illustrieren nicht genau dasselbe wie die letzten 7. This illustration here is just another type, right? Okay? Also diese Darstellung ist nur ein weiterer Typus. Okay. So, when you get here, is it the close of probation? Und wenn man hier hinkommt, ist es das Ende der Gnadenzeit. No, so this, if you take this 7 here with a 7 at the end, it's not, you can't take that and place it, you couldn't place it there, like beginning here, right? Also man kann jetzt nicht das hier nehmen und dann hier hinsetzen. You couldn't do it because it's not the close of probation. It is also just a type, Man kann right? das nicht tun, weil es nicht das Ende der Gnadenzeit ist. Es ist auch nur ein Typus. Okay, but what's the 5th day of the 4th month? Aber was ist der 5. Tag des 4. Monats? It's midnight, right? Es ist Mitternacht. Okay, so the type should meet the antitype, right? Und der Typus muss ja den Antitypus treffen. Right? Because all these types, when they're at the beginning, all have attributes that point to the antitype, right? Weil all diese Typen hier auch am Anfang haben alle Merkmale, die auf den Antitypus weisen. Right? But it doesn't mean that they're the antitype, and you can't say, oh, this is the 7 plagues here. It's only typifying it, right? Aber das bedeutet nicht, dass sie der Antitypus sind und man sagen kann, das sind jetzt die 7 letzten Plagen, sondern sie schatten das nur voraus. For instance, right? This in the prophetic narrative, right? If we go to here, where we're at, right? Or even let's take this one, right? Also wenn wir jetzt in der prophetischen Erzählung zu diesem Punkt gehen, Okay, so this is this time period that's cut short from the 1260, right? und dann ist ja das diese Zeitspanne, die von der 1260 abgekürzt ist. And it marks the French Revolution, Und es markiert durch die französische Revolution. right? And that's what's been represented here, right? Und das wird ja hier dargestellt. And the French Revolution is a type of the 7 last plagues. Und die französische Revolution ist ein Typus für die 7 letzten Plagen. It's not the 7 last plagues, it's a type of it, right? Also es ist nicht die 7 letzten Plagen, sondern nur ein Typus. So when you get here, you're going to experience midnight and something that would
typify the seven last plagues on the close of probation, but it's not the close of probation and it's not the seven last plagues. Und Right? wenn man dann hier hinkommt, was Mitternacht ist, gibt es eine Erfahrung, die die 7 letzten Plagen vorausschattet und auch das Ende der Gnadenzeit, aber es ist nicht die 7 letzten Plagen und auch nicht das Ende der Gnadenzeit. Okay. Now, go to the next quote. Geht zum nächsten Zitat. Spalding again, 2.1. Von SPM 2.1. Okay. Now, this is speaking about the Sunday law crisis, Und er spricht über die Sonntagsgesetzkrise and specifically at the point where you come face to face with death, right? und ganz besonders über diesen Punkt, wenn du mit dem Angesicht zum Tod kommst. Okay. It says, then the Catholics bid the Protestants to go forward and issue a decree that all who will not observe the first day of the week instead of the seventh day shall be slain. And the Catholics, whose numbers are large, will stand by the Protestants. The Catholics will give their power to the image of the beast, and the Protestants will work as their mother worked before them to destroy the saints. But before their decree bring or bear fruit, the saints will be delivered by the voice of God. So, question is, where are you delivered by the voice of God? Also wann wirst du befreit durch die Stimme Gottes? At the seventh plague. An der 7. Plage. So, really, the perfect illustration of this is the death decree in the seven plagues, right? Also die vollkommene Darstellung ist von dem hier ist dann das Todesdekret in der 7. Plage. Okay? But if you just read on, right? Und wenn wir weiterlesen. Then I saw Jesus work in the sanctuary will soon be finished. So, she's now taken us to the point where it's just before probation closes, right? Und sie führt uns dann zu dem Punkt, wo es kurz bevor die Gnadenzeit endet. Okay, because he's still in the sanctuary, right? Weil er noch immer im Heiligtum ist. And after his work there is finished, he will come to the door of the apartment and confess the sins of Israel upon the head of the scapegoat. Then he will put on the garment of vengeance. Then the plagues will come upon the wicked. And they do not come till Jesus puts on that garment and takes his place upon the great white cloud. And while the plagues are falling, the scapegoat has been led away. Right? So, right at the beginning of the 7 plagues, Christ comes out and places the sins on the head of the scapegoat, and then the plagues begin to fall. Right? Also gleich am Anfang der 7 Plagen, da geht jetzt Christus hinaus und legt die Sünden auf den Sündenbock und dann werden die 7 letzten Plagen ausgegossen. Right? Richtig? So, now, let's just come to this big fractal up here, right? Here's the 7 plagues, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wenn wir zu diesem oberen Level gehen, dann sind ja hier die 7 letzten Plagen. So, where are the sins placed upon the scapegoat? Und wo werden dann die Sünden auf den Sündenbock gelegt? Okay. This point here or somewhere in here? Also an diesem Punkt hier oder irgendwo da drin, in dieser Zählung. Oh, so already there is confusion there, right? Because where does he say it is done? Also wenn er sagt, es ist geschehen, aber wo sagt er, es ist Sorry? geschehen? No, that's not what I'm asking. I'm talking about this line here. Where? Also wo auf dieser Linie? It's right here, this very last point, right? Es ist genau hier, dieser allerletzte When Punkt. you take this quote, the 7 plagues begin, right, from that point. So the very last thing he does, he puts the sins on the scapegoat, says it is done, puts the sins on the scapegoat, and the 7 plagues begin to fall, right? Gemäß diesem Zitat ist es dann genau hier, wenn er sagt, es ist geschehen, dann legt er die Sünden auf den Sündenbock und dann kommen die 7 letzten Plagen. Okay, so when you come down, when you take this and you bring it down here, right? Und wenn man jetzt dieses Muster nimmt und es dann hier runterbringt, Where does he say it's done?
wo sagt er, es ist getan? At the beginning, right? Also am Anfang der 10. So this illustration right here, you have to take this now and you have to bring it out and you have to put it at the beginning here and illustrate it this way, right? Also dann diese Darstellung muss man dann nehmen und hier an den Anfang setzen und dann hat man dort das Ende. Right? I hope everybody's following. Just follow the point. The point is, so before you get to this point, there is an illustration of the 7 plagues followed by the 7th plague, right? Also bevor man dann hier zu diesem Punkt geht, gibt es eine Darstellung von den 7 letzten Plagen und da hat man dann auch die 7. Plage. Right? Then, once the 7th plague is finished, he will say it is done, right? Und wenn dann die 7. Plage fertig ist, dann wird er sagen, es ist geschehen. So, if you just take this pattern here, how many times does he say it is done? Und wenn man dieses Muster dann hier nimmt, wie oft sagt er dann, es ist geschehen? No. Okay, explain, Maris. So the logic Okay. is the beginning of the 10th, the beginning of the 7th, and the end of the 7th. Right. Also er sagt es dann 3-mal. Also am Anfang der 7 letzten Plagen, am Anfang der 7. Plage und am Ende der 7. Plage. Okay, so now we're basing this upon, even in the antitype, right? Once Christ has smashed all the cities in the end, he will say it is done, right? The work has been completed and it begins the 1,000 years, which is the time of peace, right? Also selbst dann im Antitypus, wenn Christus die Städte dann alle, also wenn die Städte alle zerstört sind, dann wird Christus dann auch hier am Ende sagen, es ist geschehen und dann markiert es auch den Anfang der 1000 Jahre, was die Zeit Right. des Friedens ist. Every single one of these patterns is a type, right? It's, and what we're having to do is, we know, right, and we just mentioned it at the beginning, that right here the abomination of desolation is set up, right? Und jedes einzelne dieser Muster ist ein Typus und wir haben das jetzt schon öfters erwähnt, dass hier am Anfang der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird. And we've been going through this week, that the abomination of desolation is also marking the beginning of the 7 last plagues, right? Und wir haben das ja dann auch gesehen, dass der Gräuel der Verwüstung auch hier den Anfang der 7 letzten Plagen Right? It's darstellt. also marking the beginning of the 7th plague here, right? Und das markiert auch den Anfang der 7. Plage. Okay, so every time we're looking at these illustrations, you must take into consideration, is this the type or is this the antitype, right? Also jedes Mal, wenn wir uns diese Darstellungen anschauen, müssen wir uns fragen, ist das der Typus oder der Antitypus? You can't take the antitype and try to put it in the type. Du kannst nicht den Antitypus nehmen und versuchen, ihn in den Typus zu legen. That's back to front, right? Das Okay. ist verkehrt rum. The type is always pointing forward, the antitype does not point back, right? Also der Typus, der weist immer vorwärts und nicht rückwärts. But you can take some principles of the antitype and look for them in the type, right? Du kannst dann Prinzipien nehmen vom Antitypus und dann im Typus schauen, ob sie sich dort auch erfüllen. Okay, and there's always been this problem in this movement, understanding type and antitype, right? Und das war immer das Problem in dieser Bewegung, dass man den Typus und den Antitypus versteht. Okay, right, so go to the next quote, Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. because I want to show you this, just confirm this principle about the alpha and omega, the beginning and the end, right? Weil ich möchte nur dieses Prinzip des Alpha und Omega, den Anfang und das Ende bestätigen. It says, this Desire of Ages 707. DA 707. It says, Hereafter, said Jesus, ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. In these words, Christ presented the reverse of the scene then taking place. Now he's standing before these priests and rulers, and what would that typify? Also er steht jetzt vor diesen
Priester und den Herrschern und was würde das vorausschatten? Yeah, you're standing on the trial of your life, right? Also wenn du vor den Königen stehst und wenn du ja, bei der Prüfung deines Lebens. So Christ said those words to them because he was pointing them forward now to the antitype, right? Also Christus hat ihnen dann diese Worte gesagt und hat sie dann vorwärts gewiesen auf das Ende der Welt. He says, in these words, Christ presented the reverse of the scene then taking place. He, the Lord of life and glory, would be seated at God's right hand. He would be the judge of all the earth, and from his decision there could be no appeal. Then every secret thing would be set in the light of God's countenance, and judgment be passed upon every man according to his deeds. The words of Christ startled the high priest. The thought that there was to be a resurrection of the dead when all would stand at the bar of God. Now we read here the first temple cleansing, right? It was as if you were standing at the judgment bar of God. Und wir haben über die erste Tempelreinigung gelesen, dass es auch so war, als würden sie vor dem Richterstuhl Gottes stehen. So when you take this quote there, where is this, in Desire of Ages here, where is he pointing you forward to? To which perfect point in time? Also wenn man dann dieses Zitat hier nimmt, was wir gerade gelesen haben, auf welchen Punkt weist es dann vorwärts, wo es sich vollkommen erfüllt? No. Oh, well, yes, in some sense, yes, but let's not go there. Just when's the first time they're going to be resurrected? Also wann, Because he says, go back to the first paragraph. He said, "Hereafter," said Jesus, "ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven." When did they see that? also wir haben nochmal den ersten Satz des ersten Absatzes gelesen. In the seventh plague, right? Und das findet ja statt in der 7. Plage. Now, if you just go to Revelation 14, Und geht jetzt zur Offenbarung 14, because Revelation 14 is the harvest, right? weil Offenbarung 14 ist die Ernte. Verse 14. Offenbarung 14, Vers 14. So the harvest, is it a point in time or a period of time? Also ist die Ernte ein Zeitpunkt oder eine Zeitspanne? Right. And it would be represented by this little period here, right? Also eine Zeitspanne und sie würde dann dargestellt werden durch diese kleine The Zeitspanne. seventh plague, right? Die 7. Plage. Has a beginning and it has an end, Also es hat einen Anfang und ein Ende. right? Alpha, Omega. Alpha und Omega. Okay? So it says here, "And I looked and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat in the cloud, Thrust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest the earth is ripe." So there's a loud voice here, right? Also hier gibt es eine laute Stimme And it's marking light, right? und es markiert Licht. Because now you have another representative of the 10. So what comes at the beginning of the 10? Also weil jetzt hat man wieder eine andere Darstellung, eine weitere Darstellung der 10. Was kommt dann am Anfang der 10? Oh, brothers and sisters, we started this yesterday. Leitung. I just gave you the answer. Light comes, Also right? Licht kommt. Right? Richtig. Okay. So, and it's marked by this loud cry, because in Revelation 18, how many cries is there? Und das markiert durch diesen lauten Ruf, weil in Offenbarung 18 wie viele Rufe gibt es? There's two, right? Es gibt 2. There are two distinct calls, Es sind 2 verschiedene Aufrufe. and they're paralleled with the two temple cleansings, right? Und sie sind parallel mit diesen 2 Tempelreinigungen. Which is representing the number 10, Und das stellt auch die Nummer 10 dar. right? So, divinity flashes through humanity, divinity flashes through humanity, right? It's light that's being represented. Also wenn die Göttlichkeit durch die Menschlichkeit blitzt, dann markiert das Licht. Okay, so, go back to Revelation 14. Und gehen wir zurück zu Offenbarung 14. So, at the beginning of the harvest, who gets resurrected? Also
Also am Anfang der Ernte, wer wird dort auferweckt? Yeah, no, 2 classes for sure, but who? Also 2 Klassen, aber Not how many classes. Who gets resurrected? wer wird dort auferweckt? Come on, Margaret. That's 2 classes. I'm asking very specifically. It's very specific, the Bible tells us. Who? Name them. Also die Bibel sagt es uns ganz spezifisch. You're still not being specific, Margaret. That's the same, right? The evil and the righteous are 2 classes, but who? It tells us, who are they? Also die Bösen und Gerechten, das sind 2 Klassen, aber es sagt uns, wer sie sind. Okay, those that died under the 3rd angel's message, right? Also diejenigen, die unter der 3. Engelsbotschaft gestorben They're sind. called the righteous dead, Die right? werden die gerechten Toten So genannt. not all the righteous are getting resurrected there. It's a specific group of people, right? Also nicht alle Gerechten werden hier dann am Anfang auferweckt, sondern es ist eine spezielle Gruppe an Menschen. And what about the unrighteous? It's a specific group of unrighteous people, right? Und was ist mit den Ungerechten? Es ist auch eine spezielle oder spezifische Gruppe an Ungerechten. Now just go back to the Desire of Ages quote, right? The very first line. Und wenn ihr zurück zu diesem Zitat von D.A. geht, And he tells you, them right there, that is talking about them, right? und zum ersten Satz, da spricht es genau über diese Leute. Hereafter, said Jesus, ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Right? Because they get resurrected here to see him coming, right? Where when he comes, it's this point, right? So, but they see him coming prior to this point taking place, right? Und diejenigen, zu denen er das gesagt hat, die werden dann hier auferweckt und sie sehen ihn dann kommen und wenn er dann hier am Ende kommt. So they said, they thought that there was to be a resurrection of the dead when all would stand at the bar of God. So where's the bar of God? Und wo ist der Richterstuhl Gottes? It's at the beginning of the 10. Das Right. ist am Anfang der 10. 2 witnesses show you the same thing. Also es gibt jetzt 2 Zeugen, die dasselbe zeigen. They get resurrected here, they're standing at the bar of God, and there's the sign is way in the distance coming, right? Und sie werden hier dann auferweckt und stehen vor dem Richterstuhl Gottes und das Zeichen, das sehen sie jetzt schon in der And Ferne. what do they do? I read this yesterday. Und was tun sie? Das haben wir gestern 6 gelesen. seals. Im 6. Siegel. What did they, sorry? Yes, they go and hide that. They flee. Also sie fliehen. Right. Okay. So, and it's all these principles that we see in the types. It tells you there's going to be a fleeing there, right? Und da gibt es all diese Prinzipien, die wir auch in den Typen sehen, dass es ein Fliehen geben wird. So when the kings flee at the beginning here, at this point, it's typifying these unrighteous people here were persecuted, God's people down through the ages, fleeing from the face of him that's coming, right? Und wenn die Könige dann hier am Anfang fliehen, das schattet das nur voraus, wenn er dann hier kommt und sie vor dem Angesicht dessen fliehen, der jetzt kommt. Okay, now go to the next quote, Great Controversy 657. Und gehen wir jetzt zum nächsten Zitat von GC. So it says, the whole earth appears like a desolate wilderness. That's because the 7th plague has been poured out, right? Also diese Welt sieht jetzt aus wie eine Wildnis, weil eben die 7. Plage ausgegossen wurde. The ruins of cities and villages destroyed by the earthquake. Uprooted trees, ragged rocks thrown out by the sea or torn out of the earth itself are scattered over its surface, while vast caverns mark the spot where the mountains have been rent from their foundation. Now the event takes place foreshadowed in the last solemn service of the Day of Atonement, when the ministration in the Holy of Holies had been completed, and the sins of Israel had been removed from the sanctuary by virtue of the blood of the sin offering.
Then the scapegoat was presented alive before the Lord, and in the presence of the congregation the high priest confessed over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions and all their sins, putting them upon the head of the scapegoat. Right? So, where do we see, in the Sunday law crisis, where do we see the sin, or what illustration do we see where the sins are being placed upon Satan? Also in der Sonntagsgesetzkrise, welche Darstellungen sehen wir, dass dann die Sünden auf Satan gelegt werden? Right, and you give her double, right? Also wenn du ihr den Kelch gibst, diesen doppelten. So when Babylon receives double, that's the sins being put upon the head of the scapegoat, right? Also wenn Babylon doppelt erhält, das markiert dann den Punkt, wenn die Sünden auf den Sündenbock gelegt werden. Okay, so yesterday we looked at this, right? So just come back to this illustration, right? Also gestern haben wir uns das angeschaut und gehen wir nochmal zurück zu dieser Darstellung. Elijah and Elisha, Elia und Elisa. the light and the exceeding bright light, right? Das Licht und das äußerst helle Licht. And Elisha is represented by what symbol? Und Elisa wird dargestellt durch welches Symbol? It's always a leading question based upon what we've just discussed. So the double, right? Also das Doppelte. So there's the double blessing or the double curse, right? Das ist entweder die doppelte Segnung oder der doppelte Fluch. So let's take those two smitings and where do we place them? Would we place them here? Let's take this time, would we place it here and here? Und wenn wir dieses zweimal das Schlagen des Wassers nehmen, würden wir das dann hier und hier hinsetzen? No, Nein. it's wenn nicht. here and here, right? Das ist At hier this level, und that's where hier, they go, right? auf dieser Ebene. They were not smitten here, right? Sie wurden hier nicht geschlagen. But if we go to this fractal, what do we have taken place here? Not this fractal, right? What do we have taken place here at the beginning? Also wenn wir jetzt hier zu dem oberen Fraktal gehen, was haben wir dann hier, was am Anfang Put two stattfindet? witnesses in place yesterday for you. Gestern habe ich 2 Zeugen da an den Platz gesetzt. 6 seal, wrath of God, right? Which Also is das 6. Siegel, was der Zorn Gottes ist. okay, which is marking the beginning of the 7 last plagues, right? Und das ist der Anfang der 7 letzten Plagen. Also, right, Joseph stands before the king and says there'll be 7 good years followed by 7 years of famine, right? Also Josef steht dann auch hier vor Pharao und sagt, es wird 7 gute Jahre geben und gefolgt von 7 Jahren der Hungersnot. What begins the 7 years of famine? Und was fängt dann, mit was fängt das dann an? The east wind, right? Jahre der Hungersnot, mit dem So Ostwind. you have to go down now. You have to take. You've got a type there, right? You have to take that and work out in relation to the story of Elijah and Elisha. Because there in this illustration there will be a smiting at the beginning and a smiting at the end, right? Und wir müssen dann diesen Typus nehmen und uns dann das im Zusammenhang mit der Geschichte von Elia und Elisa anschauen. Also gibt es hier dann ein Schlagen am Anfang und ein Schlagen am Ende. Okay, but the story of Elijah and Elisha is speaking about this one, where you're also seeing the same pattern, right? Aber die Geschichte von Elia und Elisa spricht dann über hier, weil da sieht man auch dasselbe Muster. Because you got this 3 times they're tarrying, right, and it brings you down to the point where the foolish virgins, those foolish prophets, can't receive the oil anymore, right? Weil es bringt uns dann also durch diese 3-mal verzögern und dann Yes. und dann hier können die törichten Jungfrauen das Öl nicht mehr erhalten. Okay, so when you have that illustration, right, you have, if you would have Elijah and Elisha, right? Und hier in dieser Darstellung hätte man dann hier Elia und am Ende Elisa. But Elisha is marking a double measure, right? Aber Elisa markiert eben dieses doppelte Maß. Okay, it's already shown you in 9/11 was it if you look at
illustration, the planes hit both those buildings at the same time. Und am 11. September haben dort die Flugzeuge beide Türme zur selben Zeit getroffen. No, it hit the north first, followed by the south, right? Nein, zuerst wurde der Nordturm getroffen und dann der Süden. Okay, so who got punished here? Und wer wurde hier bestraft? The north. Der Norden. What about here? Was ist mit hier? The north, right? Der Norden. South comes against the north. Der Right. Süden kommt gegen den Norden. Okay, so we have to understand this. So it's a period of time. The north gets attacked, then it's followed by the south. Also es ist eine Zeitspanne. Der Norden wird angegriffen, gefolgt vom Süden. And so this double that's in, when he says give unto a double, it's talking about two punishments, right? Und das, wenn es sagt, gib ihr doppelt, dann spricht es über zwei Bestrafungen. Okay, so you can't take those two punishments and now put them there. You have to go down, right? And it would be down at this level, right? This little thing here at the end, right? Und du kannst dann nicht diese zwei Bestrafungen nehmen und das auf diese Ebene hintun, sondern eben hier auf diese Ebene. Also das wäre dann diese kleine 7 hier. So once this is complete, the sins have been placed upon the head of the scapegoat, right? Und wenn dann das hier abgeschlossen ist, werden die Sünden auf den Sündenbock gelegt. Right? 1000 years of peace, right? Dann fangen die 1000 Jahre des Friedens an. Okay? That can't come until after that event has taken place, right? Das kann nicht kommen, bevor nicht das andere Ereignis stattgefunden hat. So you can't mix this event up with this event, Und man kann dann nicht dieses Ereignis mit diesem Ereignis vermischen. okay? So when you come to this point where he puts the sins of the scapegoat, what do the 144,000 do here in this time period? Und wenn man dann zu diesem Punkt ankommt, wo die Sünden auf den Sündenbock gelegt werden, was tun dann die 144.000 von diesem Zeitpunkt an? What are they doing? Was What's the purpose? What's the purpose of them going through that? Was ist der Zweck, dass sie dahin durchgehen? Okay, that's true, but they're demonstrating to the whole universe, right, that they have prepared a character for this crisis, right? Also sie demonstrieren dann dem ganzen Universum, dass sie einen Charakter für diese Krise vorbereitet haben. When does the crisis come? Und wann kommt die Krise? Midnight. An Mitternacht. So where's midnight? Wo ist also Mitternacht? It's right at, well, okay, in this sense it's at the end, but in this sense it's at the beginning, right? Also in diesem Sinne ist es dann hier am Ende, aber im Betracht der 7 letzten Plagen am Anfang. And that's why you have it here at the beginning in the pattern, right? Deswegen hat man das dann auch hier am Anfang in diesem Muster. But it's also at the end when he says it is done, Und right? das ist auch am Ende, wenn er sagt, es ist geschehen. Because this pattern he just put in here, right? Weil dieses Muster hier kann man dann einfach hier anwenden. This is what the Lord is trying to get us to see, the Alpha and Omega, the beginning and the end, right? Das möchte der Herr uns zeigen, das Alpha und der Omega, der Anfang und das Ende. Okay, now go to this next quote from Bible Echo. Gehen wir jetzt zu dem nächsten Zitat von D.E. Echo. And this is a nice quote. We used to use it years ago. We don't seem to use it as much now, but maybe this is a good point to highlight it. Also das ist ein schönes Zitat, das haben wir auch vor ein paar Jahren benutzt und jetzt in letzter Zeit nicht, aber es hebt jetzt Sachen für uns hervor. It says there are periods. There are what? Periods, right? Es gibt Zeitspannen, Which are turning points. Okay, this is how you get a point and a period, right? also die auch Wendepunkte sind, also eine Zeitspanne und ein Zeitpunkt. So this number 7 here, what we just looked at, is what? In Also, relation to what we're talking about. also diese Nummer 7 in Bezug auf das, was wir jetzt gesprochen haben, was ist das? It's a point and a period, Es right? ist ein Punkt und eine Zeitspanne. The 7th plague is a point in time, but it's a period when it comes, right? Die 7. Plage ist ein Zeitpunkt, aber es ist auch eine Zeitspanne, wenn es kommt. There are periods
which are the turning points in the history of nations of the church. In the providence of God, when these different crises arrive. What's the crisis? Was sind die Krisen? The destruction of Jerusalem and the second coming. Also die Zerstörung Jerusalems und die Wiederkunft. Okay? So Christ, when we look at the harvest, he begins to come, right? In Revelation 14, that is, right? He's on the cloud at the beginning, and then he comes at the end, right? Und wenn wir uns jetzt diese kleinen 7 am Ende schauen, dann ist es auch in Offenbarung 14 so, dass Christus hier am Anfang kommt. No, I didn't say on the cloud at the beginning, and Also- then at the end he comes, Okay. right? Also Christus kommt dann am Anfang in der Wolke und dann, aber am Ende kommt er dann. Okay, so it says, when these different crises arrive, the light for that time is given. If it is received, there is spiritual progress. If it is rejected, spiritual declension and shipwreck follow. Right? So what did we say was at the beginning of the 10? Also was haben wir gesagt, ist am Anfang der 10. What comes? Was Light. kommt? Also Licht. It's just showing us the exact same thing when you come down to this level. Light comes, right? Und das zeigt uns nochmal genau dasselbe, wenn man auf diese Ebene kommt. Hier am Anfang kommt dann Licht. Okay. So it's always showing us at this the same level, right? Also es zeigt uns das immer auf derselben Ebene. So, but when you read this, right, it says, when these different crises arrive, the light for that time is given. If it is received, there is spiritual progress. Now, if you go to the antitype, when you get to this point, I mean, is there any chance for you to receive light anymore? Also wenn wir jetzt zum Antitypus gehen und dann an diesen Punkt kommen, ist da eine Möglichkeit, dass du noch Licht empfängst? No. Nein. So it's speaking about something that's typifying this point in time, right? Also spricht dann folglich über etwas, was diesen Zeitpunkt vorausschattet. Okay. It says, if it is received, there is spiritual progress. If it is rejected, spiritual declension and shipwreck follow. So now come back to the point of the Alpha and Omega, which is the first and last, right? Und kommen wir jetzt zurück zu dem Punkt von dem Alpha und Omega, was das erste und das letzte ist. And the illustration that we see here is Elijah and Elisha, right? Und die Darstellung, die wir jetzt hier sehen, ist Elia und Elisa. So Elijah would be the light that comes, right? Also Elia wäre jetzt das Licht, was kommt. And if you receive that light there's progress, right? Und wenn du das Licht empfängst, dann gibt es Fortschritt. In the quote from early writings, light comes, right? What happens to all those that don't receive that light? Und im Zitat von frühen Schriften kommt Licht. Und was passiert mit allen, die dieses Licht nicht empfangen? They refuse to receive the exceeding bright light, right? Sie haben abgelehnt, das äußerst helle Licht zu empfangen. Because it says there is spiritual progress. If it is rejected, spiritual declension and shipwreck follow, right? Weil steht, wenn es angenommen wird, gibt es geistlichen Fortschritt, aber wenn nicht, dann kommt geistlicher Niedergang und Schiffbruch. The Lord in His Word has opened up the aggressive work of the gospel as it has been carried on in the past and will be in the future, even to the closing conflict, when satanic agencies will make the last wonderful movement, right? So this illustration is pointing forward to the last movements of Satan. Also diese Darstellung weist dann vorwärts auf diese letzte Bewegung von Satan. It says, from that word we understand that the forces are now at work that will usher in the last great conflict between good and evil. What's the last great conflict between good and evil? Und was ist der letzte große Konflikt zwischen Gut und Böse? The Battle of Armageddon, right? Der Krieg von Armageddon. So when you take it down to this level, the light comes here, right? Beginning of the 7 last plagues, Also hier auf dieser Ebene kommt dann Licht, das ist der Anfang der 7 letzten Plagen. right? In type. Because you can't receive any more light at the literal 7 last plagues, right? Also im Typus, das wäre dann hier, weil du kannst nicht in den buchstäblichen 7 letzten Plagen dann noch Licht empfangen. So the earliest, the place where you can really show the light and the exceeding bright light are in this illustration, which is typifying this, what's going to take place in here, right? Also
die Darstellung, wo man das dann noch sehen kann, ist des Lichtes und des überaus hellen Lichtes ist dann auch hier, weil das schattet dann nur das voraus, was unter den 7 letzten Plagen passiert. Okay. So, light, Elijah, exceeding bright light, Elisha, which is a double measure, right? Also Licht ist dann Elia und Elisa ist das äußerst helle Licht, was das doppelte Maß ist. Okay. It says, okay, go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. Read this quote many times. Wir haben dieses Zitat viele Male gelesen. It is in a crisis that character is revealed. Perfectly being illustrated here, right? Also das wird vollkommen hier dargestellt. Because it says, it's talking about the close of probation when it's too late. Nothing more can be done, right? Weil er spricht über das Ende der Gnadenzeit, wenn es zu spät ist, da kann man nichts mehr verändern. So it's perfectly talking about the 144,000 who are just going to demonstrate their character in this time period. Also vollkommen spricht es dann über die 144.000, die in dieser Zeitspanne dann ihren Charakter manifestieren. But when you take that down, right, you've already got the type here, midnight, right? Und wenn wir das dann herunterbringen, dann haben wir hier den Typus Mitternacht. But it's talking about this point right here, right? Aber er spricht dann über diesen Punkt. Because this is just another smaller version of this, Weil right? das hier ist nur eine kleinere Version von dem hier. Therefore, midnight is at the beginning. Deswegen ist Mitternacht am Anfang. So it's at midnight where character is revealed, Und right? es ist an Mitternacht, wenn der Charakter offenbart wird. Where he says, it is done. Wo er sagt, es ist geschehen. And the 7 last plagues, because he puts the sins on the scapegoat, and the 7 plagues begin to pour out, right? Weil er tut dann die Sünden auf den Sündenbock und dann fangen die 7 letzten Plagen an, ausgegossen zu werden. Right? Okay. Okay, so it says, it's in a crisis that characters revealed when the earnest voice proclaimed at midnight, behold the bridegroom cometh, go ye out to meet him, and the sleeping virgins were roused from their slumbers. It was seen who had made preparation for the event. Both parties were taken unawares, but one was prepared for the emergency. What is it? It's an emergency, right? Also es ist ein Notfall. What's the emergency number? Und was ist die Notfallnummer? 911, right? 911. And the other was found without preparation. So now, a sudden and unlooked for calamity, something that brings the soul face to face with death, will show whether there's any real faith in the promises of God. It will show whether the soul is sustained by grace. The great final test comes at the close of human probation, when it will be too late for the soul's need to be supplied. So, 2 applications, right? One is, you take it here, right? You can take this quote and you can apply it in this 10, right? Also man kann dieses Zitat nehmen und es hier in dieser 10 anwenden. In this 10, this quote will be perfectly fulfilled for people who are coming down towards the close of probation, right? Also in dieser 10 wird dieses Zitat sich vollkommen erfüllen für Leute, die jetzt zum Ende der Gnadenzeit kommen. Because if we take this 10, we just spread it out here, right? Weil wenn wir diese 10 dann nehmen und hier ausspannen, So this final group of people here, right, will be going through this, and some of them here will fulfill this quote right here, right? also diese letzte Gruppe an Menschen, die hier hindurchgehen, sie werden dann auch hierher kommen und das haben wir auch in diesem Zitat gelesen. No. Some of them here, some of them that are coming down here will fulfill this quote right here. Und manche, die jetzt hier hindurchgehen, werden dann dieses Zitat dann hier erfüllen. Some of them will fulfill that quote right here. Und manche werden dann das Zitat hier erfüllen. But the perfect fulfillment is when you get to the very end point, which is here. The ones that are left will demonstrate it, right? Aber die vollkommene Erfüllung, die spricht dann über diesen Punkt, was auch hier ist, und dann werden manche von ihnen das dann demonstrieren. Type and antitype, right? Also Typus und Antitypus. Okay, let's go now to Jacob, right? Und gehen wir jetzt zu Jakob. Because this is the time, the 7 plagues is the time of Jacob's trouble, right? Die 7 letzten Plagen ist die Zeit der Trübsal von Jakob. But it's typified
in the Sunday law crisis, perfectly pointing forward to the 7 last plagues. Aber es ist vorausgeschattet in der Sonntagsgesetzkrise und weist auf die vollkommene Erfüllung in den 7 letzten Plagen hin. Patriarchs in Proverbs 196. Lesen wir jetzt PP 1,96. It was in a lonely mountainous region, the haunt of wild beasts and the lurking place of robbers and murderers, solitary and unprotected, Jacob bowed in deep distress upon the earth. It was midnight. Right? So the beginning of Jacob's wrestling period is midnight, right? Also der Anfang der Zeitspanne, wo Jakob jetzt ringt, ist Mitternacht. Okay. So, and I want to suggest for you and I that this period is the beginning of this 10 right here. Und ich möchte euch vorschlagen, dass es für uns dieser Anfang dieser Zeitspanne dann hier ist. Because it's the close of probation. Weil es ist das Ende der Gnadenzeit. And when you go to the next quote, Wenn wir zum nächsten Zitat gehen, it adds information to what we've just looked at. da fügt es jetzt Informationen hinzu, die wir uns gerade angeschaut haben. Having sent his family away that they may not witness his distress. Right? We just read it was distress was at midnight, right? Also wir haben gesehen, dass diese dass diese Drangsal an Mitternacht war. Having sent his family away that they may not witness his distress, Jacob remains alone to intercede with God. He confesses his sin and gratefully acknowledges the mercy of God toward him, while with deep humiliation he pleads the covenant made with his fathers, and the promises to himself in the night vision at Bethel and in the land of his exile. So this is just prior to the close of probation. He's confessing his sin, he's making himself right with God, right? Also es ist jetzt kurz vor dem Ende der Gnadenzeit. Er bekennt jetzt seine Sünde und stellt jetzt alles richtig vor. Then it says, the crisis in his life has come. Everything is at stake, right? So he had, before this point, when I'll mark this point just in a sec, before this point specifically comes, he had to make sure that his heart was right before God, right? Also vor diesem Zeitpunkt musste er dann sicherstellen, dass sein Herz im Rechten mit Gott war. So it says, the crisis in his life has come, everything is at stake. In the darkness and solitude he continues praying and humbling himself before God. Suddenly, right? There's the point that comes, right? Also plötzlich, das ist dann dieser Zeitpunkt, der kommt. So prior to this, suddenly, Jacob was confessing his sin. He was making sure his heart was right. Also vor diesem Punkt, wo das plötzlich kommt, hat Jakob seine Sünden bekannt und hat sichergestellt, dass sein Herz im Reinen ist. How does it... So we got midnight here, right? Und wir haben jetzt Mitternacht hier. What are we to do in this time period? Was müssen wir in dieser Zeitspanne tun? Make sure this heart is right, right? Wir müssen sicherstellen, dass dieses Herz But it's im Reinen going to ist. bring us to midnight where the crisis comes, right? And it's going to come suddenly. Aber es führt uns dann zu Mitternacht, wenn diese Krise kommt und es wird plötzlich kommen. Right? Suddenly a hand is laid upon his shoulder. He thinks that an enemy is seeking his life. And with all the energy of despair, he wrestles with his assailant. As the day begins to break, the stranger puts forth his superhuman power. At his touch, the strong man seems paralyzed, and he falls a helpless weakling suppliant upon the neck of his mysterious antagonist. Jacob knows now that it is the angel of the covenant with whom he has been in conflict. He now knows it was God that he was wrestling with, right? Also jetzt wusste er, dass es Gott war, mit dem er gerungen hat. Though disabled and suffering the keenest pain, he does not relinquish his purpose. Long has he endured perplexity, remorse, and trouble for his sin. Now he must have the assurance that it is pardoned. The divine visitant seems about to depart, but Jacob clings to him, pleading for a blessing. He doesn't give up, right? Also er gibt nicht auf. The angel urges, "Let me go, for the day breaketh." But the patriarch exclaims, "I will not let thee go, except thou bless me." So what has to come upon him now? Also was muss jetzt auf ihn kommen? A blessing, right? Eine Segnung. And the blessing is the double measure, right? Und die Segnung ist das doppelte Maß.
But he's already, according to the prophetic narrative, he already receives light at the beginning, right? Aber gemäß der prophetischen Erzählung hat er hier schon Licht am Anfang erhalten. He already has been blessed at the beginning, Er right? wurde schon gesegnet am Anfang. But now he's seeking, he's not satisfied with this blessing, right? He's seeking for this double blessing, right? Aber er ist nicht zufrieden mit dieser Segnung und er sucht jetzt nach dieser doppelten Segnung. What confidence, what firmness and perseverance are here displayed. Had this been a boastful, presumptuous claim, Jacob would have been instantly destroyed. But his was the assurance of one who confesses his weakness and unworthiness, yet trusts in the mercy of a covenant-keeping God. He had power over the angel and prevailed. Through humiliation, repentance, and self-surrender, this sinful, erring mortal prevailed with the majesty of heaven. He had fastened his trembling grasp upon the promises of God. Right? So you can see that midnight, where we're at now, is where you humble yourself before God and you're confessing your sin and making sure your heart is right, because you know this is going to come suddenly upon you, right? Und wir sind ja jetzt hier in Mitternacht und da ist unser Werk, dass wir unsere Sünden bekennen und sicherstellen, dass wir im Reinen mit Gott sind und uns demütigen, weil wir wissen, dass plötzlich dieses Mitternacht auf uns kommen wird. There's no time now for harboring a bitter spirit towards your brethren, Und right? es ist jetzt nicht die Zeit, einen bitteren Geist gegen unsere Brüder zu hegen. You need to search these hearts, and every idol, every false motive, every little evil thing that you're lurking in there against your brothers and sisters, if you don't put it away, you're lost when this point comes. Und wir müssen jetzt unsere Herzen durchforschen und jede kleine Bosheit, die noch da drin ist und versteckt ist, bekennen, weil wenn wir das nicht hinwegtun, sind wir hier an diesem Punkt dann verloren. Because all you're going to do there is demonstrate that you hated your brother, right? Weil alles, was du dann tun wirst, ist, dass du nur demonstrierst, dass du deinen Bruder gehasst hast. And brothers and sisters, like seeks like, right? Und Geschwister, das Gleiche sucht das Gleiche. If you're not drawing closer to your brethren, then you hate them. That's what it says. You hate your brother. Und wenn du nicht näher zu deinen Geschwistern rückst, dann hasst du deinen Bruder. And the only way you can draw closer to your brother is to pray for your brother and search your own heart, right? Und der einzige Weg, wie du näher zu deinem Bruder kommen kannst, ist, indem du für ihn betest und dein eigenes Herz durchforscht. Because at midnight, right? At midnight, who's going to be allowed to go forth? Weil an Mitternacht, wem wird erlaubt werden, vorwärts zu The gehen? destroying angel, right? Der zerstörerische Engel. Okay, now I just want to, and just remember, in 1989, what time did the wall come down? Und 1989, in welcher Zeit Midnight. kam die Mauer runter? An Mitternacht. The wall fell at midnight, and what day was it? Und was für ein Tag war das? November the 9th, right? Am 9. November. And we read our dates back to front from the Americans, right? Und sie lesen halt die, Also wir als Europäer. achso, wir als Europäer lesen das Datum umgekehrt wie die Amerikaner. Midnight is marking 9/11, right? Also Mitternacht markiert 9/11. Midnight, 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 right? Also Mitternacht und Mitternacht. Okay, all at different levels, right? Und alles auf verschiedenen Ebenen. And midnight with that double blessing or that double curse is going to come, right? Und Mitternacht ist dann, wenn die doppelte Segnung oder der doppelte Fluch kommen wird. Now, one last quick illustration. Go to Genesis 32. Und jetzt eine letzte kurze Darstellung geht zu 1. Mose. Because this is Jacob's wrestle with God, right? Zu 1. Mose 32, weil das ist das Ringen von Jakob mit Gott. At verse 22. In Vers 22. Verse 28, right? Also
Vers 28. So this is the end now. He's wrestled with him and he wants this blessing, right? Also das ist jetzt das Ende, er hat mit ihm gerungen und er möchte jetzt die Segnung. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince thou hast power with God and with men, and hast prevailed. Right? So he's prevailed now. Right? Also er hat jetzt überwunden. Okay, but look what happens. Go to chapter 33, Aber schaut jetzt, was passiert. Geht zu Kapitel 33, verse 1. Vers 1. And Jacob lifted up his eyes. Where is he? Und Jakob erhebt seine Augen. Wo ist Prophetically er? speaking. Prophetisch gesehen. He's at the beginning of the 10. Er ist am Anfang der 10. So which 10 is it? Welche 10? Can only be the smallest one because he's just gone through his wrestling period and he's come to this one, right? Also es kann jetzt sich nur auf diese kleinste 10 beziehen, weil er ist durch diese Zeit des Ringens gegangen und kommt jetzt zu dieser. It's always at the beginning of the 10 is marking, you lift up your eyes, right? We've got a whole bunch of them right here. Und das Right. ist immer am Anfang der 10, dass man seine Augen erhebt. Da haben wir ganz viel auch hier markiert. It says, And Jacob lifted up his eyes and looked, and behold, Esau came with him 400 men. And he divided the children unto Leah and to Rachel and unto 2 handmaids. And he put the handmaids and the children foremost, and Leah and her children after, and Rachel and Joseph hindermost. And he passed over before them and bowed himself to the ground. How many times? 7 times. What's marked in the 7th plague? Also er beugt sich jetzt nieder 7-mal. Und was ist in der 7. Plage markiert? 7 times, right? 7-mal. Right? And he came near to his brother, and Esau ran to meet him. Now, in this time period, he's lifted up his eyes, and if you read in the spirit of prophecy, why did he do that? Bow 7 times. Und in dieser Zeitspanne, da hebt er jetzt seine Augen und wenn man in Geist der Weissagung liest, warum hat er sich 7-mal verbeugt? Because Esau was coming with 400 of his men to slay him, right? Weil Esau mit 400 Männern gekommen ist, um ihn umzubringen. And it's a parallel to Christ coming with 400 men in the story of Nabal and Abigail, right? David and Und, Abigail. und das ist eine Parallele zu der Geschichte von Abigail, wo David Ja. mit 400 Männern gegen... And Nabal. And you said Christ instead David as well. I said Christ? Yes. Well, he's typical. Yeah. It's on my mind, right? It's okay. David and not Christ, right? But Also, das waren 400 Männer mit David. but who's Christ? Who is David illustrating there? Und wen stellt David dort? The dar? destroying angel, Den right? zerstörenden Engel. Okay. The destroying angel was not there yet because remember when they get resurrected here at the harvest, what did they see coming? Wenn sie Yes. hier in der Ernte auferweckt werden, was sehen sie kommen? Okay. So Also den zerstörerischen Engel. Den wir it's always shown us, right, that when you know, it depends which illustration you're looking at, you get to the end of a trial and it's still not finished, right? Und wenn man dann am Ende einer Prüfung ankommt, dann ist es noch immer nicht zu Ende. Okay. You got to go all the way to the end, Du right? musst ganz bis zum Ende durchgehen. Okay, so my purpose with that is just so that when we are viewing these things and we're placing things on, we must determine whether it's a type we're placing on there or we're taking attributes of an antitype to illustrate something, right? Und meine Absicht ist, warum ich das euch gezeigt habe, ist, wenn wir Dinge platzieren, dann müssen wir schauen, ob es sich um einen Typus handelt oder ob wir Merkmale von einem Antitypus nehmen und anwenden. So that we do not mingle wrongly two thoughts together. This is my argument that I'm making, that we must be careful we don't do. Und wir müssen sicherstellen und vorsichtig sein, dass wir nicht zwei verschiedene Gedanken zusammen vermischen. Okay? So, I hope that I managed to express myself in a way that everyone can understand. Ich hoffe, ich konnte mich jetzt so ausdrücken, dass es jeder verstehen konnte. Okay, let's close. Lass uns abschließen mit Gebet.
Vater, ich möchte danken für die Darstellung, die wir gerade sehen konnten, Herr. Dear Heavenly Father, I want to thank you for the illustration we could see now. Bitte, Herr, hilf uns, dass wir besonnen und vorsichtig mit deinem Wort umgehen, Herr. Please help us that we would deal with your word conscientiously and carefully, Dass wir erkennen können, über welche Zeit wir reden. and that we can discern in what times we are living. Und Vater, hilf uns auch besonders, dass wir erkennen, dass wir in diesen ernsten Zeiten leben, dass diese Prüfung auf uns zukommt, Herr. And dear Father, help us that we would see in what serious times we are living and that this trial is upon us. Und dass wir jetzt unsere Herzen durchforschen, Herr, und uns vor dir demütigen. And that we would now search our hearts and humble ourselves before you. Und keine Zeit verschwenden, Herr. And that we would not misspend our time. Und bitte lass uns diese Gedanken jeden Tag über mit uns führen, Herr. And please help us that these thoughts would be with us throughout this day. Und hilf uns, dass wir füreinander beten, Herr. In Jesu Namen. Amen. And help us that we would pray for another. In Jesus' name, amen. Amen.